bin jetzt dabei, mein Video aus Brasilien zu schneiden. Und genau, mir ist aufgefallen, ich habe wieder viel zu wenig Clips. Deswegen machen wir es jetzt zum zweiten Mal so. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich habe mir jetzt eine neue Kamera zugelegt, wie man vielleicht schon an der Qualität sehen kann. Auf die freue ich mich sehr, das macht echt super Spaß. Genaueres dazu kommt dann im Geburtstagsvlog. Ich bin ein bisschen hinterher, aber es wird alles noch kommen. Menge, auf das ihr euch freuen könnt. Auf jeden Fall sind wir dann, hatten wir noch etwa einen 8-Stunden-Aufenthalt in Buenos Aires. Ich zusammen mit Lou, und dann sind wir weitergeflogen nach Salvador de Bahia. Genau, und sind dann dort angekommen. Brother, what is this Airbnb? How did they take so bad photos of this crazy Airbnb? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ich hab das geschrieben im Taxi. Ich rauch Kusch im Patello SLR, bist nicht safe in der Hut. Nein, hier gibt's kein Hotel mehr. Sag, Video kommt auch cool. Ich kann den nicht vergessen. Ja, Bruder, YouTube. Another day in paradise. Ich weiß noch nicht, was wir heute machen. Ich glaube, wir fahren zu diesem Aufzug. Denn heute Abend wahrscheinlich wieder Karneval. Heute und gestern sollen die größten Tage sein beim Karneval. Deswegen werden wir die auf jeden Fall nutzen. Und ja, wir waren da gestern schon. Das war ziemlich cool. Wir sind dann da so mitgelaufen, einmal vom Anfang bis Ende. Hinter so einem Block, der ziemlich cool war. Es war dort normal, dass es sogenannte Blockos gibt. Das sind dann Busse, und hinter denen kann man dann herlaufen oder vorne weglaufen. Und die spielen halt Musik und haben halt einen bestimmten Künstler oder eine bestimmte Gruppe obendrauf, die da die Musik macht. Das heißt, man konnte dann immer warten, sich einen guten Blocko aussuchen und dann mit dem mitziehen quasi. Und hinter dem her tanzen. Und sind dann da so rumgehüpft und ja, die Straße lang getanzt. Das war schon sehr cool. Gestern war es ziemlich voll. Sehr voll. Also teilweise wurde er so rumgedrückt. Also, das ist verrückt. Ja, mal gucken, wie es heute wird. Ich freue mich. Guys, we have to go. Right now, bro. Right now. Let's go. Dieses Verbindende, alle tanzen zusammen, ist einfach toll gewesen. Hat auch sehr viele verrückte Sachen gesehen. Unter anderem saßen wir dort oben auf dem Berg, wo man auch die Videos gesehen hat. Und dann sind auf der linken Seite so die Leute so weggerannt vom Berg. Und ich habe mich schon so gewundert, so, hier ist irgendwas faul, bin schon mal aufgestanden. Und die Jungs meinten so, nein, entspann dich, alles gut. Und dann sehe ich so, wieder so ein Polizeibeamter ist und so irgendwas auf den Boden spült. Und wir denken so, what? Was ist das denn jetzt? Und dann so 2 Sekunden später fängt so an, so in deinen Augen zu stechen und geht so in den Rachen rein. Und genau, das war irgendwie so ein Pfefferspray und man konnte auch nicht mehr, also es war richtig schlimm, man konnte nicht denken. Das Einzige, was wirklich war so
weg hier. Und dann sind wir so da runtergegangen, haben noch eine halbe Stunde gehustet und alles. Insgesamt gab es sehr viel Respekt für die Polizei. Genau, die sind dann immer so durch die Menschenmengen stolziert und die Leute sind wirklich so auseinandergewichen, um der Polizei Platz zu machen. Es war einfach eine sehr tolle Erfahrung. Ich weiß noch einen Tag, da waren wir dort am Strand, direkt neben Karneval. Und genau, da haben wir uns einfach dazu entschieden, baden zu gehen vorher. Und sind dann in Unterhose reingerannt in diese Wellen, während da die Sonne unterging und der Karneval vorbeigezogen ist. Und das war wieder so ein Moment, wie genau dieser eine Tag in Argentinien. So ein Moment, der einfach wunderschön war und den man auf jeden Fall in seinen Erinnerungen gut behalten wird. Einfach weil es so ein magischer Moment war, zusammen mit meinen Freunden Adam, den ich schon seit Jahren kenne. Und dann sieht man sich ein halbes Jahr nicht und auf einmal ist man zusammen in Brasilien und feiert Karneval und springt in diese Wellen. Also es war schon, ja, es war wunderschön auf jeden Fall. Und danach haben wir ein Boot genommen, eine Fähre, und sind rübergefahren zu Morro de Sao Paulo, wo wir auch noch einige Tage hatten. Und genau, da gibt es ein bisschen mehr. Wir sind jetzt in Paradies angelangt, auf Morro de Sao Paulo. Ich habe überhaupt nicht gefilmt beim Karneval, weil du das auch nicht machen kannst mit GoPro. Und jetzt wird Leben entspannt 4 Tage. Da fliegen so viele Fußbälle rum. Adam ist immer noch krank und Mathis ist jetzt auch krank. Deswegen bin ich jetzt alleine mit Louis am Strand. Und morgens ist hier sehr stark Ebbe immer. Deswegen werden wir jetzt herausfinden, wie weit ich da rauslaufen kann, ob ich bis da hinten zu diesen Bergen schaffe, die normalerweise komplett covered sind. Und guck mal, hier sind auch überall so Fische. Dieses Korallenriff fast vollständig exposed ist jetzt. Schau mal hier, wie toll. Oh. Ich bin gerade auf meiner 60-Stunden-Reise nach Hause. 3 davon ist aber auch eine 13-Stunden-Aufenthalt in Brasilien. Und ja, ich sitze jetzt an der Copacabana. Wetter ist nicht so gut leider. Ich weiß nicht, wie man die Kamera switcht. Es regnet ein bisschen. Ich bin jetzt hier zur Copacabana gelaufen, wieder ohne mobile Daten unterwegs. Aber ja, das ist der Lifestyle. Also mir gefällt mir das jetzt ganz gut. Also es ist echt cool mit diesem Strand und diesen Bergen. Also diese Berge sehen halt richtig toll aus. Wir sitzen jetzt hier am Praia do Aporador und der ist auch sehr schön. Und da hinten, auf dieser kleinen Insel, da kann man später den Sonnenuntergang sehen. Ich muss mal schauen, ich muss um 7 mein Gepäck abholen. Mal gucken, ob ich derzeit noch für den Sonnenuntergang.